Alles Lob gebührt Allah subhanahu wa ta'ala einzig. Ihn einzig loben wir, ihn einzig dienen wir, ihn einzig bitten wir um Hilfe. Frieden und Segen seien auf dem Gesandten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, auf seiner edlen Familie und seinen Gefährten. Meine lieben Geschwister im Islam, in den letzten 2 Predigten habe ich über 2 ganz gefährliche Phänomene gesprochen und habe sie erläutert. Erstens die Gefahr von Ittiba'ul Hawa, dass man den Gelüsten folgt. Und die zweite, Tulul Amal, die lange Hoffnung, dass man denkt, dass man eine falsche Hoffnung hat, dass man sehr lange leben wird. Einige denken, sie leben 1000 Jahre. Wie Nuh a.s. circa. Und das führt dazu, wie wir gesagt haben, dass sie die Tauba verzögern. Das führt dazu, dass sie die Taten verlassen. Das führt dazu, dass sie alles für später lassen. Und eine davon, eine weit verbreitete Krankheit in der Umma, ist, dass man Hadsch verzögert. Und das kommt genau wegen dieser Sache. Unachtsamkeit, lange Hoffnung, man denkt, man lebt sehr lange und dann später, und man ist noch am Leben später, dann kann er noch Hadsch machen. Und vergessen aber eine ganz wichtige Realität, eine ganz wichtige Tatsache, dass Hadsch, Brüder, bei der Mehrheit der Gelehrten, bei Jumhur al-Ulama, bei den Malikiten, bei den Schafiiten, bei den Hanbaliten, dass es eine Pflicht ist, wenn du in der Lage dazu bist. Sobald du in der Lage dazu bist, dann ist es eine Pflicht für dich. Al-Wajib al-Fawr, la al-Tarachi. Das ist die Meinung der meisten Gelehrten, dass die Pflicht vorhanden ist, wenn du dazu in der Lage bist, wenn deine Schurut, wenn die Bedingungen erfüllt werden, musst du das machen. Wir wissen, die meisten wissen das, dass er Muslim sein muss, Aql, Bulugh, im Erwachsenenalter, dass er frei ist. Und auch von den Bedingungen ist was? Dass er die Möglichkeit dazu hat. Das bedeutet, dass er finanziell dazu in der Lage ist und dass er gesund ist. Wenn das erfüllt ist, dann muss diese Person Hadsch vollziehen. Und das ist keine kleine Sache, Brüder. Und wer das ohne Over, ohne Rechtfertigung, legitime Rechtfertigung der Religion, das verzögert, dann ist das eine Sünde. Subhanallah al-Azim. Man qadira ala al-Hajj wa lam yahujj al-Farida wa akharahu li ghayri udhr فقد أتى منكرا عظيما ومعصية كبيرة. Wer die Möglichkeit hat, Hadsch zu machen, er erfüllt die Bedingungen und hat die Möglichkeit dazu, er ist gesund und er hat die finanziellen Mittel dazu, und er das nicht tut, dann hat er eine sehr schlimme Tat getan und was hat er noch? Und eine große Sünde begangen. Und er muss Tauba machen und so schnell wie möglich Hadsch machen, Brüder. Ein großes Problem, wallahi, das wir sehen bei sehr vielen Menschen. Du siehst auch in Hadsch, vor allem bei uns von Balkan und auch hier, sehr viele Brüder lassen Hadsch, wenn sie alt sind. Und dann, wenn sie alt sind, was passiert mit denen, wenn sie alt sind? Wenn sie in Hadsch gehen, werden sie krank. Meistens werden sie krank. Sind schwach, können die Ibadat nicht richtig vollziehen, können Hadsch gar nicht genießen. Viele wissen gar nicht, was sie tun. Ist das Hadsch, das Allah Azza wa Jalla verlangt hat? Achtsam sein, aufwachen, Brüder, und auch eure Familienmitglieder aufklären darüber. Das ist keine kleine Sache. Eine Säule der Religion, Buni al-Islam ala khams. Shahadatu an la ilaha illallah. Unsere Religion ist auf 5 Säulen, wie der Hadith von Ibn Umar. Das Prophet gesagt hat, die Religion besteht aus 5 Säulen. Erstens das Glaubensbezeugnis, das Gebet, die Zakah,
Fasten und Hadsch. Und sehr viele wissen nicht, Brüder, wie gefährlich diese Sache ist. Wisst ihr, Brüder, ich sage nicht diese Meinung, das ist nicht meine Meinung. Auch von den vielen Gelehrten ist das nicht die Meinung, aber es gibt die Meinung, dass derjenige, der Hadsch verzögert und dann stirbt, dass das im Kufr fällt. Es gibt diese Meinung, das ist nicht meine Meinung, dass man jetzt nicht falsch versteht oder mir etwas unter die Schuhe schieben möchte. Aber es ist eine Meinung von großen Persönlichkeiten. Darunter wird überliefert von Omar radiallahu anhu, Brüder. Von Omar radiallahu anhu wird das überliefert. Schau mal, was er sagte. Man ataq al-Hajj. Wer die Möglichkeit hat, Hajj zu tun, zu vollziehen. Falam yahujj. Und er vollzieht aber keine Hajj. فَسَوَاءٌ عَلَيْهِ يَهُودِيًّا مَاتَ أَوْ نَصْرَانِيًّا. So ist es gleich für ihn, ob er als Jude stirbt oder als Christ. Deswegen das ernst nehmen, Brüder. Ernst nehmen. Du weißt nicht, was mit dir bestimmt ist. Wenn du jetzt in der Lage bist, es kann sein, dass du in den nächsten Jahren nicht mehr in der Lage bist. Wisst ihr, Brüder, in so vielen islamischen Ländern, wo Armut herrscht, wie sehr sie wünschten, sie könnten das. Aber sie haben die finanziellen Möglichkeiten nicht dazu. Sie brennen aber innerlich. Und viele vielleicht weinen auch, dass sie das nicht tun können. Und sehr viele sparen das ganze Leben lang. Sparen jedes Jahr vielleicht 100 Franken sparen, bis sie zu diesen 5000 Franken kommen. Und dann, wenn er es geschafft hat mit 50 oder 60 Jahren, dann ist er der frohste Mensch, dass er das tun kann. Subhanallah, was für ein Ni'ma Allah dir gegeben hat. Was für eine Ni'ma, gewaltige Gnade, das von Allah ist, dass du das machen darfst. Und auch wegen Visum habt ihr keine Probleme. In den islamischen Ländern, Brüder, sie geben diese Bewerbung ab und dann, Allah, nach 20, 30 Jahren kommt die Reihe. Und du hast die Möglichkeit hier in jedem Aspekt, deswegen ernst nehmen. Einige, wisst ihr, wieso sie kein Hajj machen? Sagen, nein, wenn ich Hajj mache, dann muss ich Islam praktizieren, dann darf ich nicht mehr lügen, dann darf ich nicht mehr betrügen, dann darf ich das Gebet nicht mehr lassen. Ach, Bruder, du darfst das auch nicht vorher. Nicht nur, wenn du Hajj bist, nach Hajj. Auch vorher musst du Muslim sein, praktizierender Muslim sein, nicht nur nachher. Eine gefährliche Sache, Brüder. Eine ganz, ganz gefährliche Sache. Und die Nutzen, Brüder, wir tragen die Nutzen. Nicht Allah subhanahu wa ta'ala. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Wahrlich, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, den Menschen, von Allah ist ein Befehl für die Menschen, dass sie Hajj vollziehen. Dass sie Hajj vollziehen. Und wer das nicht tut, wer aber leugnet, dann Allah Azza wa Jal ist unbedürftig für die Menschen. Ist unbedürftig. Allah braucht nicht deine Hajj. Allah braucht nicht dein Gebet. Allah braucht nicht deine Zakah. Allah braucht nichts von dir. Allah Azza wa Jal ist der Allmächtige. Allah Azza wa Jal ist der Herrscher und braucht nichts von uns. Der Gesandte Muhammad sallallahu alaihi wasallam, was sagte der Gesandte Muhammad sallallahu alaihi wasallam im Hadith Qudsi, Brüder? Ja, Allah Azza wa Jalla sagte im Hadith Qudsi, ja Ibadi, o meine Diener, لو أن أولكم وآخركم سبحان الله العظيم. Wenn der erste von euch und der letzte von euch, wenn die Djinn von euch und wenn die Menschen von euch alle كانوا على أتقى قلب واحد منكم على أتقى قلب رجل واحد منكم, wenn sie alle in dem gottesfürchtigsten Herzen von einer Person sind.
ما زاد ذلك في ملكي شيئا. Das würde nichts meiner Herrschaft hinzufügen. Allah braucht nicht deine Ibadah, du brauchst das, Bruder. Du profitierst davon. Du profitierst, wenn du im Hadsch bist. Was profitierst du? Deine Sünden werden vergeben. Deine Sünden werden vergeben. Und wie es im Hadith gekommen ist, وحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. Und die angenommene Hajj Mabrur, wir haben das erläutert, detailliert haben wir das erklärt, was es bedeutet. Wenn die Hajj gemäß den Regeln vom Koran und Sunna begangen ist, ohne die Sünden, ohne zu streiten, alles gemäß der Regel getan wurde, mit Aufrichtigkeit, mit Ikhlas, dann hat es keine andere Belohnung außer das Paradies. Außer das Paradies. Und auch deine Sünden werden vergeben. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam erzählte uns das im Hadith: Man hajja falam yarfuth walam yafsuq raja'a kayawmin waladathu umma. Subhanallah. Subhanallah. Wer die Hajj vollzieht, ohne diesen Rafath, die Gelehrten darüber haben gesagt, dass das die Sache, was man mit der Frau macht, oder das, was davor kommt. Einführung. Und wer das tut, Hajj, ohne das zu tun und ohne Sünden zu tun, der wird zurückkehren von dieser Hajj, wie seine Mutter ihn geboren hat. Ohne Sünden. Subhanallah. Die großen und kleinen Sünden werden vergeben. Weil im Hajj machst du auch Tauba. Im Hajj machst du auch Tauba. Also Rafath, Brüder, das bei den Gelehrten ist es auch das Vorspiel, was man mit der Frau macht, ist gemeint davon. Das muss man auch komplett lassen. Während dem Hajj. Deswegen, Brüder, diese Realität wollte ich mit euch teilen und dieses Problem ausführlich behandeln. Viele erkennen die Sünde nicht. Sie denken, es ist kein Problem, auch wenn ich später. Nein, Brüder, bei den meisten Gelehrten musst du jetzt, wenn du in der Lage bist, Hajj zu tun, jetzt Hajj. Nicht warten. Nicht Hajj verzögern. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك فاستغفروه يغفر لكم.